Bonjour aus Frankreich. Wir sind hier in der Nähe von Marseille. C'est beau ici, c'est génial, c'est très joli. Le soleil brille, tout est bien. Hallo zusammen, ihr seid mal wieder bei eurem Autotester des Vertrauens. Und wir haben euch, wie immer, wenn ihr uns hier seht, etwas Neues mitgebracht, etwas Spannendes, etwas, was es noch nicht gibt zum Zeitpunkt des Moments, nämlich den Peugeot 2008. Und nämlich, wir werden euch natürlich alles erzählen zu diesem Auto, was spannend ist. Wir werden was zum Design sagen, wir werden was zum Innenraum sagen, wir werden euch sagen, ob er gewachsen oder geschrumpft ist gegenüber dem Vorgänger. Wir werden euch natürlich was zu den Motoren, zu den Antrieben sagen, zu den Fahrleistungen, zum Alltagsnutzen. Wir werden euch zum Kofferraum was sagen. Also ihr hört wieder mal alles, was ihr so über dieses Auto wissen wollt und natürlich am Ende auch zu den Preisen. Das Auto kommt ja erst Anfang 2020 auf den Markt. Wir haben also noch so ein bisschen Zeit. Ihr habt noch ein bisschen Zeit, euch zu informieren. Und das macht ihr genau an der richtigen Stelle, nämlich bei der Autotester. Wir stehen jetzt an der Front des neuen Peugeot 2008. Und das hat auch seinen Grund, nämlich weil es hier so viel Neues gibt. Hier, der Grill steht sehr prägnant an der Front des Autos. Ein blau-grün schimmernder Löwe ziert hier dieses Elektromodell und ich finde das ganz schön gemacht mit diesen hier in der Wagenfarbe lackierten kleinen Noppen. Er ist wie gesagt sehr aufrecht und die Motorhaube geht so ein bisschen flacher nach hinten und auch die Frontscheibe ist ein bisschen mehr geneigt. Also das tut der Optik des Autos sehr gut, finde ich. Also das ist schön geworden überhaupt, muss ich sagen, in letzter Zeit, was die Franzosen, Peugeot, aber auch Renault beim Design auf die Straße bringen. Das überzeugt mich tatsächlich. Dann hier, schaut mal hier, diese Stäbe hier, der LED-Lichter. Auch das, muss ich sagen, ist schön geworden. Unten dann so eine leicht in Chrom gehaltene Lippe hier unten. Das gibt dem Auto wirklich einen prägnanten Auftritt. Das gefällt mir gut. Es ist wirklich auch hier seitlich noch die Leuchten, die Tagfahrlichter, die runtergehen. Also auch das wirklich schön integriert. Es gibt ein schönes gesamtheitliches Bild. Was lässt sich zum Auto von der Größe her sagen? Das Auto ist jetzt 4,30 Meter lang und damit 14 cm größer, länger als der Vorgänger. Und das ist natürlich eine ganze Menge, 14 cm für ein Auto. Das gibt vor allem dann später, wir werden es euch zeigen, im Innenraum, im Kofferraum mehr Platz, mehr Raum, mehr Nutzwert. Und das hat man wirklich hier, wie ich finde, für ein kompaktes SUV gut umgesetzt. Übrigens auch der Radstand ist gewachsen und früher hat man schon gesagt, ja, Länge läuft. Der Radstand ist jetzt 2,65 Meter, also auch der hat um 11 cm zugelegt. Auch das ist beachtlich. Das gibt dem Auto eine schöne Laufruhe. Wie gesagt, für ein kompaktes SUV ist das wirklich eine ganze Menge. Dann hier, schaut nochmal, wir haben ja wie gesagt das E-Modell hier. Da so ein kleines E zieht dieses Auto. Ansonsten ist der Unterschied nicht groß. Ich habe es schon gesagt, der Löwe an der Front und auch am Heck gibt es noch ein kleines E, das dieses Auto dann deutlich macht. Eine sehr hohe Gürtellinie, schaut mal hier an der Seite, gibt diesem Auto Charakter und schaut auch mal die Dreiecke hier und hier, die geben dieser Seitenwand, dieser großen Seitenwand eine schöne Kontur. Und unten hier wie diese Chromelemente und unten das schwarze Element, das ist wieder dieses robuste, dieses SUV-hafte und natürlich auch die schwarzen Umrandungen hier der Rathäuser. Also das ist stimmig, das ist klar und natürlich darf man nicht vergessen, wir haben hier auch noch ein schwarz lackiertes Dach. Schaut mal, wir haben eine Zweifarbigkeit, finde ich, fällt gar nicht so auf. Aber das ist schön gemacht. Dann hier noch aufwendig diese leichten Strukturen in der C-Säule. Auch das ist schön gemacht. Und jetzt kommt man am besten nochmal mit ans Heck. Dann gucken wir mal, wie das dort aussieht. Ja, das Heck eines Autos ist natürlich auch immer wichtig. Wenn man hinter einem Auto herfährt, ist der Wiedererkennungswert bei manchen Autos, ihr kennt das bestimmt, relativ groß und daran hat natürlich auch Peugeot gearbeitet. Ich finde, dieses Heck hat einen schönen Wiedererkennungswert
Und interessant auch der Gedanke, den die Designer bei dieser LED-Rückleuchte hatten, das soll eine Löwentatze sein, die so kratzt mit diesen 3 Nägeln, die man hier sieht. Also das ist richtig, schaut mal, komm mal ein bisschen näher. Das ist schön mit dem Rot, mit diesen roten LEDs. Die Lichttechnik hat ja sehr davon profitiert, dass die LEDs deutlich mehr Gestaltungsspielraum bieten wie früher die Lichttechnik. Was ist noch zu sagen? Diese breit angelegte schwarze Kante, die in dieses Dachsystem optisch integriert ist, die haptisch ausgeformten einzelnen Buchstaben des Peugeot-Signets, der Löwe auch herausgearbeitet, auch wieder dieses blau-grün schimmernde wie vorhin auch, dann hier das E als Zeichen für den E-Antrieb und natürlich hier noch GT als Zeichen für die Ausstattungsvariante. Die massive Stoßstange hier zeigt wieder SUV, Kraft, Robustheit und dieser Kunststoff, aber in Chromfarbe lackierte Einlass hier, der soll auch zeigen hier, das ist hochwertig und das ist, finde ich, ganz gut gelungen. Der kleine Heckscheibenwischer stört nicht, ist einfach praktisch. Und dann haben wir hier noch einen ins Dach integrierten Abschluss, der so als Dachspoiler fungiert. Aber Optik ist natürlich nicht alles, Nutzwert ist wichtig und deswegen gucken wir jetzt auch mal innen rein. Denn ich habe ja schon gesagt, das Auto ist gewachsen und das macht sich im Nutzraum bemerkbar und das möchte ich euch jetzt innen zeigen. Ich mache einfach mal auf. Guckt mal hier rein, ein schöner, glatter, leicht zu beladender Gepäckraum. Eine ebene Kante hier durch einen eingezogenen Ladeboden. Darunter gibt sich ein entsprechend kleines Staufach, wo man die Dinge auch verstecken kann, aber sehr eben. Quasi keine Ladekante. Man kann die Stücke, die man einlädt, hier auf dieser unempfindlichen Kunststoffkante aufsetzen. Und hier bei dieser E-Variante sind es im Moment 405 Liter, die wir hier zur Verfügung haben. Damit startet es. Das sind 55 Liter mehr als beim Vorgänger. Und wenn man jetzt keine E-Variante hätte, sondern einen thermischen Antrieb, hätte man nochmal 29 Liter mehr, also ganz schön viel. Aber was kann man alles machen? Das ist ja nicht der einzige Zustand fürs Gepäck. Man kann die Rückenlehnen umklappen und dann sind es bis 1467 Liter, die hier im Stauraum zur Verfügung stehen. Und während ein Auto vorbeifährt, zeige ich euch jetzt mal, wie das geht, ganz leicht. Mit einem Griff kann man die Rückenlehnen umlegen. Ihr seht, etwa 2/3 zu 1/3. Also wenn man noch entsprechend Personen befördern möchte, hat man auch hier Variabilität. Und guckt mal, ich nehme dann auch noch mal diesen Sichtschutz hier raus. So, jetzt guckt mal hier rein. So entsteht eine nahezu ebene, große Ladefläche. Da kriegt man sogar einen Kühlschrank unter, würde ich sagen. Also das ist richtig viel Stauraum. Und da macht sich eben die gewachsene Größe deutlich bemerkbar. Also auch viel Nutzraum im neuen Peugeot 2008. So, jetzt sind wir auf der Rückbank angekommen. Das ist natürlich auch wichtig zu zeigen, wie viel Platz ist hier in einem Compact-SUV und wie fühlt man sich hier wohl. Und ich muss sagen, schön geworden. Diese Struktur der Sitze, sehr haptisch gemacht. Man fasst dieses Material gern an. Die Kopfstützen, ihr seht, ich bin 1,86 groß, ein bisschen nach oben geschoben trotzdem. Ich habe auch genug Kopffreiheit, also ich fühle mich hier wohl. Und wir haben die Sitze jetzt auch mal so eingestellt, dass vorn genügend Platz bleibt und hinten aber auch. Ich denke, zwischen meinen Knien und den Vordersitzen sind so etwa 12 cm Raum. Damit kommt man ganz gut klar. Ganz praktisch hier auch die Netze, um die Kleinigkeiten des Lebens abzulegen. Hier 2 USB-Anschlüsse, damit die Smartphones versorgt sind. Also das ist richtig klasse. Schaut mal, mit einem Griff kann man hier übrigens auch da haben wir ein bisschen Gepäck drin, die Rücksitze umklappen, die Rücksitzlehnen umklappen, um es richtig zu sagen. Da kann man auch mal hinten was rausholen während der Fahrt. Also ich finde, wirklich praktisch. Also ich fühle mich wohl hier auf den Sitzen, trotz meiner Größe. Und ja, da spürt man eben hier diese 14 cm, die das Auto gewachsen ist, sehr deutlich hier auf der Rückbank.
Ja, und der Innenraum ist für mich immer ganz wichtig in einem Auto. Hier muss ich mich wohlfühlen, das ist ein Arbeitsplatz, das ist ein Wohnraum. Da erlebt man so viele Dinge und der muss einem, wie ich finde, einfach gefallen. Und dazu müssen die Designer, müssen die Ingenieure alles tun, damit man sich eben wohlfühlt. Und ich finde, Peugeot und die Mitarbeiter von Peugeot haben hier ganze Arbeit geleistet. Was lässt sich im Detail sagen? Schaut mal hier, das sogenannte iCockpit, eine dreidimensionale Darstellung der Informationen, die man braucht, sehr schön geworden. Hier schaut mal, wie im 208 auch schon, kann man durchgreifen. Da haben sich die Designer wirklich was gedacht. Hier so eine Anmutung nach Carbon, die sich hier dann auch in die Seiten hinein, übers Armaturenbrett in die Seiten hineinzieht. Konsequent auch diese gelben Nähte, die man, schaut mal hier runter, auch auf den Sitzen wiederfindet. Also das ist schon wirklich konsequent durchdacht. Vorn dann das große, bis zu 25 cm große, in Abhängigkeit von der Ausstattungslinie, Display, Touch-Display und darunter die 7 Tasten, mit denen man wesentliche Funktionen direkt eingeben kann. Dann das Lenkrad, damit man besser drüber sieht, auch oben abgeflacht, unten auch, damit man hier nicht an den Oberschenkeln hängen bleibt. Also das gefällt mir gut, auch wenn das immer mal wieder kritisiert wird. Ich könnte mir das Lenkrad jetzt auch so ein bisschen, schaut mal, so ein bisschen tiefer stellen. Dann ist es für mich perfekt. So wie ich jetzt sitze, habe ich wirklich freien Blick aufs Display. Das ist auch eine ganz gute Idee hier. Schaut mal, ich nehme mal mein Smartphone und lege das da rein. Das kann hier auf dieser Ladefläche geladen werden, ohne Kabel. Für mich ein großer Vorteil. Trotzdem hier die entsprechenden USB, hier ein USB-C-Anschluss, ganz modern. Und hier auch noch so eine kleine Ablage. Und wenn man das Ganze eben nicht sehen möchte, macht man die Klappe zu und das Smartphone verschwindet. Also trotzdem, und schaut mal, das habe ich im 208 schon gezeigt, man zieht das Smartphone einfach so nach vorn und dann steht es so fest und man kann es sehr gut auch als Navigationsgerät nutzen. Aber natürlich kann man das Smartphone hier auch in das Kommunikationssystem des Autos einbinden. Android Auto, Google, Android Auto, ja genau. Apple CarPlay und Android Auto ist beides verfügbar, aber ein eigenes System von Peugeot auch, das Smartphone integriert. Also alles da. Schaut mal, man schiebt jetzt einfach das Smartphone wieder rein. Es wird hier automatisch geladen. Man macht die Klappe zu und es ist weg. Da unten sind noch ist noch eine schöne Ablagefläche, die ist tief, da fällt nichts raus. Hier 2 Cupholder und dann noch hier ein tiefes Fach. Da geht auch so eine halbe Liter Flasche Wasser gut rein. Schaut mal, für die Eheringe, falls man die mal ausziehen muss. So ein kleines Gefäß und dann machen wir wieder zu. Hier die verschiedenen Fahrmodi. Hier beim E-Modell gibt es eben verschiedene Fahrmodi in Abhängigkeit, wie gesagt, wieder vom Modell. Und was man hier das zeige ich euch bei der Fahrt auch noch, mit dem Schalthebel kann man dann verschiedene Rekuperationsstärken einstellen, aber das zeige ich euch beim Fahren noch. Also wirklich ein wirklich schönes Cockpit, hier fühle ich mich wohl. Ein Lenkrad mit einer schönen Haptik, das fühlt sich gut an, das hat die richtige Stärke. Also wie schon beim 208, und dieses Auto ist ja eng verwandt mit dem Peugeot 208. Richtig gelungen. So, jetzt fahren wir mal ein Stückchen in diesem schönen Peugeot 2008, damit ihr auch wisst, wie sich dieses Auto fährt. Fahren ist natürlich bei einem Auto ganz wichtig und das ist ja hier die reine E-Variante und an diesen Elektroautos beeindruckt mich immer wieder, wie leise die vorwärts gehen, wie vibrationsarm man hier fahren kann und natürlich auch, dass das Drehmoment sofort vom Start weg schon anliegt. Wir haben hier ein Drehmoment von 260 Newtonmetern, wir haben 136 PS Leistung und für den Nutzer eines Elektroautos natürlich immer wichtig, wie weit komme ich damit. Und Peugeot gibt für dieses Auto eine WLTP-Reichweite von 320 Kilometern an. Das ist jetzt heute ein mittlerer Wert,
Aber damit kommt man ganz gut klar. Wir sind ja jetzt schon ein ganzes Stück damit gefahren. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier mal abbiege. Augenblick. Ja. Wir sind ja ein ganzes Stück schon gefahren. Und ich würde mal sagen, realistisch, wir sind dynamisch eher unterwegs gewesen, dürfte eine Reichweite von 260, 270 Kilometern sein. Jetzt mache ich da mal so ein bisschen die Sonnenblende runter, damit ich hier klarer fahren kann, besser fahren kann, keinen umfahre. Ja, was ist noch wichtig? Von 0 auf 100 braucht diese 136 PS leistende E-Maschine hier im Peugeot 2008 9 Sekunden. Also schaut mal, ich beschleunige jetzt mal hier vor diesen schönen Zypressen ein bisschen, mache in der Kurve wieder langsam, da kommt ein Auto, muss ich aufpassen. Ja, also das ist einfach schön beim Elektroauto und wie gesagt, Reichweite ist ein mittlerer Wert, wie man ihn heute bei Elektroautos kennt. Ganz schön. Was gibt es aber an Antrieben noch für dieses Auto, für dieses Kompakt-SUV? Manche würden auch sagen Subkompakt-SUV, aber das ist schwer, das einzuordnen. Ich würde sagen, aufgrund der Außenmaße eher ein Kompakt-SUV und auch aufgrund der Nutzmaße, der Nutzwerte, würde ich sagen, kompaktes SUV. Ja, was gibt es noch? Es gibt Benzinantriebe zwischen 100 und 155 PS. Ui, da kommt ein Motorrad, da muss ich aufpassen. Zwischen 100 und 155 PS und es gibt einen Dieselantrieb, der 130 PS leistet. Übrigens der Diesel auch ganz interessant, wer eben auf Effizienz achtet, würde ich sagen, nach wie vor ist der Diesel eine interessante Variante. Diese 130 PS Dieselmaschine hier im 2008 ist übrigens mit einem WLTP-Normverbrauchswert von nur 3,8 Litern angegeben. Also wer auf Effizienz achtet, der ist mit dem Diesel durchaus gut unterwegs und gut bedient. Wer sagt, ich möchte aber heute sicher sein, dass ich auch noch in Innenstädte fahren kann in Zukunft, falls es mal solche Umweltzonen gibt, der ist natürlich mit einem E-Auto oder mit einem Plug-in-Hybriden besser bedient. Also der E2008 hier mit einer mittleren Reichweite, da kommt man schon ganz gut klar. Von 260 Kilometern, wer also keine langen Entfernungen dauerhaft, da kommt einer der Kollegen, wer nicht dauerhaft eben lange unterwegs sein muss, der könnte sich mit dieser E-Variante durchaus anfreunden. Zum Fahrverhalten dieses Autos, es ist natürlich durch die Akkus etwas schwerer, das spürt man in den Kurven, da muss man ein bisschen vorsichtiger fahren, aber auch daran gewöhnt man sich relativ schnell. Das Auto ist nicht zu weich, nicht zu hart abgestimmt. Ich muss sagen, damit kommt man gut zurecht. Es kommt selbst bei etwas zu schnell gefahrenen Kurven kommt man wirklich wieder gut zurück, wenn man das Auto ein bisschen kennenlernt. Also die Sitzposition ist klasse. Ich muss sagen, da habe ich wirklich keine weiteren Wünsche. Das ist ein modernes Auto, wie man es kennt. Und also nichts mehr von einem französischen Auto, wie man es von früher kannte, das zu weich abgestimmt wäre. Nee, das ist dynamisch, das hält mit jedem VW, das hält mit den anderen europäischen Autos absolut mit. Und selbst dieses Vorserienfahrzeug, was wir hier fahren, muss ich sagen, lässt da keine Wünsche offen. Also da muss ich auch sagen, auch man schaut mal, ich fahre mal ein bisschen über Bodenwellen oder Unebenheiten, die schluckt da ganz gut weg. Und vor allem, ich weiß nicht, ob ihr es hört, er ist ausgesprochen leise. Also das ist das, was mir jetzt auf Anhieb auffällt und das liegt nicht nur am Motor, weil eben hier kein Verbrenner werkelt, sondern eben der Elektromotor. Das liegt auch eben am Fahrwerk, das liegt an der Abstimmung und das ist hier gut gelungen. Ja, jetzt habt ihr sehr viel gehört zu diesem
Peugeot 2008, nicht 208, das ist ja der kleine Bruder als Kleinwagen, auf dem der ja auch basiert. Jetzt habt ihr sehr viel gehört zu diesem Auto. Ihr habt gesehen, was ich zum Innenraum zu sagen hatte, Kofferraum, vorn, Rückbank. Ich habe ein Stückchen mit euch fahren können. Ich habe euch was zu den Leistungsdaten hier von dieser reinen E-Variante gesagt. Und ich stehe eigentlich jetzt kurz vorm Fazit. Was lässt sich über dieses Auto sagen? Aber bevor ich dahin komme, noch etwas zum Laden. Ja, und weil dieses Laden natürlich ein bisschen komplexer ist und ich euch keine falschen Informationen geben möchte, habe ich mir so einen Zettel als Stütze in die Hand genommen und werde euch nun so ein bisschen vorlesen, wie diese Lademöglichkeiten sind. Also fangen wir bei der besten an. Leider gibt es diese 100 kW Ladesäulen, diese Schnellladesäulen noch nicht häufig genug. Da würde man, um 80% der Ladeleistung ins Auto zu bringen, etwa 30 Minuten brauchen. Also das wäre sehr schnell. Bei einer 50 kW Schnellladesäule ist es dann schon etwa eine Stunde. Peugeot gibt 55 Minuten an, also etwa eine Stunde. Aber auch die 50 kW Ladesäulen, die Schnellladesäulen sind eben noch nicht wirklich häufig vorhanden. Bei einer 22 kW Ladesäule, die mit 32 Ampere abgesichert ist, dauert es etwa 5 Stunden. Und 11 Stunden dauert es bei einer 4,6 kW Säule. Alle übrigens dreiphasig. Für diese dreiphasige Variante stehen dann 11 Stunden, um das Auto voll zu laden. Bei einer 3,2 Kilowatt Ladesäule oder einem, man nennt es auch, das muss ich echt ablesen, verstärkter Steckdose des Typs Green, sind es dann 17 Stunden. Also mit einer Absicherung von 14 Ampere braucht man 17 Stunden. Und zu Hause an der normalen Haushaltssteckdose, und da wird es dann wirklich sehr lang, dauert es etwa 24 oder noch so ein bisschen mehr Stunden, bis das Auto komplett geladen ist. Also das ist das, was ich an Informationen hier von Peugeot bekommen habe. Das muss also richtig sein für die Freaks, für die Leute, die sich wirklich interessieren. Vor allem ist das eine wichtige Information. So, das ist jetzt nochmal eben die Information zum Laden. Aber wie ist mein Fazit von diesem Auto? Die Preise des Autos beginnen bei 21.500 €. Das ist nicht viel, das scheint nicht viel. Es ist allerdings eben auch ein kompaktes SUV auf der Basis des 208, allerdings mit durchaus, ihr habt es gehört, großen Außenmaßen und eben mit entsprechend hohem Nutzwert. Aber wenn man dieses Auto dann ausstattet, eine entsprechende Ausstattungslinie wählt, zum Beispiel dieses wirklich empfehlenswerte Panoramadach einbaut, dann kommen natürlich schon mehr Preise zustande und dann ist man relativ bald auf 30.000 €. Hier die E-Variante beginnt bei 35.000 € und das geht dann je nach Ausstattungsvariante bis über 41.000 €. Also da muss man schon ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Das Auto gefällt mir ausgesprochen gut. Es ist vom Außendesign ansprechend. Es ist innen sehr aufwendig gemacht. Die Materialien, die verwendet wurden, wirken hochwertig, mittel- bis hochwertig, aber vor allem sehr geschmackvoll verarbeitet. Da sieht man einfach das französische Flair. Das ist etwas, was mich sehr anspricht. Natürlich ist das ein SUV und das macht das Auto auch attraktiv. Die SUVs sind im Moment sehr gefragt und so gehe ich davon aus, dass dieser Peugeot 2008, wenn er dann, wie ich es gesagt habe, im Frühjahr auf den Markt kommt, die Leute auch begeistern wird. Mich hat er begeistert. Ich bin wirklich angetan vom Peugeot 2008. Und falls euch gefallen hat, was ihr jetzt hier gehört und gesehen habt zum neuen Peugeot 2008, dann hinterlasst gerne ein Like. Und wenn ihr uns abonnieren wollt, freuen wir uns natürlich noch mehr, denn es gibt bald noch mehr zu sagen über neue Modelle, die auf den Markt kommen.